Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir befinden uns heute auf S41, den Dämonenjäger-Server. Und ja, heute nach 10 Tagen, zumindest 10 Tage nachdem der Server gestartet ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das Video aufnehme, wollte ich mal so ein erstes kleines Feedback da lassen zum Dämonenjäger und wie mir der generell gefällt, ob ich den empfehlen kann und ja, was er mir selbst so an Freude beschert, sag ich mal. Ja, und ich bin jetzt momentan Stufe 75. Das ist natürlich jetzt, ja, ich sag mal, ist jetzt nicht so stark. Und ich habe hier schon ein bisschen was in der Festung gemacht. So ab und zu mache ich hier noch meine, meine Teilschutztaktiken. Die muss ich natürlich noch durchbringen, weil ich der Gilde ja auch kein Dorn im Auge sein möchte, sag ich mal. Zwecks Ritterhallenpunkte und so muss ich da ein bisschen nachziehen. Und ja, wir können ja mal gleich auch einen Blick reinwerfen in die Gilde, wie weit da meine Kollegen schon sind. Denn die haben natürlich, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr reingepilzt als ich, ne? Also es ist immer noch, sag ich mal, für den ein oder anderen Hardcore-Gladiator ein recht chilliger Server. So. Aber es ist natürlich so in den Universen, sag ich mal, wo man, ja, wo es für den Otto Normal Shakes and Fidget Spieler schon Hardcore-Pilzer sind, so, ne? Und ja, im Vergleich zu mir mit meinem jetzt immer noch 15 € investierten Pilzen auf diesen Server, also mehr habe ich bisher hier auch noch nicht getan. Ich habe mir die ersten 2 Angebote geholt, das für 5 € ja direkt zum Serverstart und dann nochmal das für 10 €, das 25 € Festungspaket habe ich mir jetzt noch nicht geholt und ich bin auch am Überlegen, ob ich mir das überhaupt holen werde oder nicht, weil, ja, ich sag mal, es stehen so Kontras und Pros, sag ich mal, so der Klasse und dem Server und der Gilde allgemein gegenüber. So, ich sag euch mal so meine direkte Meinung zum Dämonenjäger, wie ich das jetzt empfinde. Also ich finde schon, dass die Klasse Spaß macht und sie hat einen sehr coolen Überraschungsfaktor, nämlich die Fähigkeit, ja, bei 25%, dass sie sich nochmal komplett wiederbeleben kann. So, das macht natürlich die Dungeon-Kämpfe unglaublich spannend, wenn man sich die denn anguckt, wenn man darauf den Wert legt, sich Dungeon-Kämpfe anzuschauen, dann ist es schon spannend, sag ich mal, und es ist auch lustig zu sehen, wie oft die Klasse wiederbelebt werden kann. Oh, ganz geile Handschuhe hier bekommen. Ja, nice. Und ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben es gesehen. Ich weiß nicht, habe ich hier noch Kämpfe gespeichert irgendwie? Ja, ich habe hier noch was, aber ich weiß nicht, was das hier für Kämpfe waren. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ja, weil sie halt diesen Überraschungsfaktor hat. So zum Beispiel, ja, man denkt, man geht down, so, der Gegner besiegt einen. Und dann hat man so dieses kleine Zeitfenster, wo nichts passiert und man denkt so, hä, belebt er jetzt wieder oder bin ich jetzt down? So, ne, immer wenn er sich wiederbelebt, so, dann vergeht ja immer so eine halbe Sekunde, zack, und dann kommt der Trank, ne, und dann geht's halt weiter, so, ne. Und das kann halt zu sehr interessanten Situationen führen, wo man halt mitfiebern kann, ne. Und das ist halt, ja, ziemlich cool, sag ich mal. Aber wenn man jetzt irgendwie vorhat, richtig hart reinzupilzen, würde ich immer noch den Berserker bevorzugen, wenn man zum Serverstart relativ schnell auf die ersten Plätze möchte. Wenn man langfristig natürlich nach oben will, dann würde ich da dann doch den Krieger empfehlen. So, das hatten wir ja schon alles, ne? Und ja, ich sag mal so mein Fazit zu der Klasse. Wir gucken uns nochmal diesen Kampf an hier. Ich glaube, der war nochmal relativ spannend. Genau, da habe ich nämlich gedacht, oh nee, jetzt kann nicht sein, dass der die ganze Zeit blockt und dann belebe ich mich wieder und dann ist er down, so, ne? Ja, ich sag mal so, ich beschreibe mal meine Meinung zum Dämonenjäger mal in einem Satz. Ich versuch's zumindest. Wenn mir jemand einen High-Level Dämonenjäger
oder ich sag mal ein 450 plus Dämonenjäger-Account direkt zur Verfügung stellen würde, dann würde ich die Klasse spielen. So, und das hängt halt damit zusammen mit der Kombination aus dieser Klasse. Und zwar der Geschickwaffe so und den Krieger-Equipment. Das ist halt eine sehr coole Kombination im Late-Game. Ne? Wenn man nachher so die 500. Wirbelwind-Etage gepackt hat und nachher Chance hat auf diese Wirbelwind-Epics, die Kriegerrüstungen, die sehen sehr, sehr nice aus und gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Das in Kombination mit den Kundschafterwaffen, die nachher im Late-Game erhaltbar sind. Beispiel Borkenknorker. Ich wollte eigentlich schon immer mal einen Borkenknorker haben, so. Das ist meine Lieblingskundschafterwaffe. Das ist eine ziemlich coole Kombination, die ich feiere und die würde ich auch im Late-Game spielen. So, was jetzt der Fall ist, ich bin hier nicht im Late-Game und mir macht die Klasse am Anfang, muss ich ehrlicherweise sagen, wirklich nicht sehr viel Spaß. Punkt. So, die macht mir, würde ich sagen, genauso viel Spaß, wie wenn ich jetzt einen Krieger spielen würde. Die macht mir genauso viel Spaß, als wenn ich einen Kundschafter, einen Assassinen, also die sind alle auf einem Level für mich so. So machen mir die alle so ungefähr Spaß. Da würde ich auch den Dämonenjäger einordnen. Ich habe nicht wirklich Lust, muss ich sagen, den Dämonenjäger ins Late-Game zu spielen, aber wenn er im Late-Game ist, dann kann ich mir vorstellen, dass der Kollege hier sehr viel Spaß machen kann, durch halt auch die Epics und durch die Fähigkeit, denn man spielt den Dämonenjäger, so Standpunkt jetzt, ich sag mal 10 Tage, wo die Klasse draußen ist, würde ich sagen, fast wie ein Krieger, dass man das Ding hier auf 50-50 hochzieht, vielleicht so 60-40 Geschick, so, ne, das also immer ein bisschen mehr Schaden ist immer nicht verkehrt, sag ich mal, für Dungeons und so weiter und so fort, aber dass das halt eine Art, so eine Art Melee-Tank, oder nicht Melee, so ein Hybrid-Tank wird, sag ich mal, Off-Tank nennt man das, glaube ich, in WoW oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, oder in LoL, dass der halt sehr viel Leben hat, aber auch guten Schaden durch halt die Kundschafterwaffen. Das in Kombination mit 50% Rüstung, die er erreichen kann, hat er ziemlich viel Leben, haut aber auch sehr viel Schaden raus. So. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Im Late Game ist sowieso Leben immer sehr, sehr wichtig, vor allem in der Ehrenhalle. Und umso mehr Leben er hat und er sich wiederbeleben kann, mit umso mehr Leben kann er sich auch wiederbeleben, sag ich mal. Ne? Also umso mehr Leben man hat das verliert, umso mehr Leben kriegt man auch wieder, sag ich mal. So, ne? Und das ist halt, wenn die Fähigkeit einsetzt, eine sehr, sehr coole Sache, die ziemlich Spaß machen kann. So, das Ding ist aber, wenn die Fähigkeit einsetzt, 25% ist jetzt nicht gerade wirklich viel, meiner Meinung nach. Für die Klasse finde ich es aber ganz gut gebalanced, weil alles, was über 25 wäre wieder zu stark. Also es ist schwer einzuschätzen, sag ich mal. Ich würde es vielleicht noch, weiß ich nicht, vielleicht auf 30% erhöhen, aber alles darüber ist dann nachher schon zu viel. 25% ist okay. Es ist aber natürlich sehr selten. In der Regel verlierst du alle 4 Kämpfe, weil deine Fähigkeit nicht einsetzt. So, du machst zwar viel Schaden, aber du kannst halt auch nicht ausweichen, du kannst nicht blocken, hältst zwar ein bisschen mehr aus durch die 50% Rüstung und Ausdauer ist es schon okay gebalanced, aber von seiner Fähigkeit profitiert er halt wirklich erst in roundabout alle 4 Kämpfe etwa so, ne? Und das ist jetzt nicht wirklich viel. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Berserker vergleicht, dann setzt die Fähigkeit da im Schnitt deutlich öfter ein als 25%, ne? Weil halt die Chance bei 50 ist. Ne? Und ja, wenn der alleine dadurch schon eine Kombination rauskriegt, ist es schon in der Regel mehr wert, sag ich mal, als beim Dämonenjäger. Wo man sagen muss, wenn hier die 25% einsetzen, dann hat er natürlich im Vergleich zu der gegnerischen Klasse einen Riesenvorteil. Aber es passiert halt wirklich relativ selten so. Ne? Und in Dungeons würde ich ihn einordnen hinter einem Berserker auf jeden Fall. Also der Berserker ist in den Dungeons immer noch die stärkste Klasse, meiner Meinung nach. Also so wie er uns verkauft worden ist als, was war das eigentlich, als Dungeon-Experte oder so, irgendwie. Haben sie uns das, glaube ich, schmackhaft gemacht. Ist er nicht,
weil du halt relativ viel pilzen musst. Und du musst halt Glück haben, dass halt seine Fähigkeit prockt. So, ne? Und dann muss die halt auch noch, wenn du wirklich weit gehen willst, musst du halt öfter hintereinander zünden. Und da ist die Chance halt noch viel geringer. So, die ist schon bei, dass sie einmal funktioniert, ist sie schon gering und alles, was da drüber ist, natürlich noch geringer. So, ne? Deswegen ist die kann die kann mithalten mit dem Berserker, ist aber deutlich, deutlich teurer, weil halt die Fähigkeit seltener ist, ne, als beim Berserker. Und deswegen, ja, ist dungeon-technisch die Klasse hinter dem Berserker. So, ja, jetzt zum Schluss, ob ich irgendwie die Klasse empfehlen kann oder nicht. Es ist eigentlich im Prinzip wie bei jeder anderen Klasse auch. Ihr müsst halt selbst wissen, ob euch die Klasse gefällt oder nicht. Ich kann jetzt nicht irgendwie raushauen, ey, spielt die Klasse oder spielt sie nicht. Entweder gefällt sie euch oder sie gefällt euch nicht. Im Prinzip kommt es nachher nur darauf an, ob ihr halt das Gesamt-Setup feiert, die Kombination durch die späteren Epics, die sie bekommt, und die Fähigkeit. Wenn ihr das feiert, dann spielt die Klasse. Wenn nicht, dann nehmt ihr eine andere Klasse. Wenn ihr sagt irgendwie, oh ne, der Berserker, der haut mir rein, dann nimmt den Berserker. So, ne? Aber das hatten wir ja schon alles gehabt. Dazu hatte ich schon ein ausführliches Video gemacht zu den Klassenauswahlen und so weiter und so fort. Und ja, im Prinzip würde ich die Klasse so nachher im Mid- bis Late-Game einordnen, tendierend mehr zum Late-Game, durch halt das viele Leben, durch halt die guten Rüstungswerte und ja, also ich würde sie schon so ins Late-Game packen. Ob das die stärkste Late-Game-Klasse wird, bezweifle ich. Ich sehe da immer noch den Krieger ganz oben, den Battle-Mage sehe ich auch relativ weit oben. Und dann würde ich vielleicht nachher den Dämonenjäger einordnen, so was Late-Game angeht. Obwohl, ja, oder vielleicht mit einer Stufe auf dem Magier, so, ne? Erster, zweiter, so Battle-Mage Krieger oder Krieger Battle-Mage, und dann der dritte würde ich dann so den Dämonenjäger mit dem Magier zusammen auf die Stufe packen, was das Late Game angeht, ne? Ja, das ist soweit meine Meinung eigentlich zum Dämonenjäger, falls es euch interessiert hat, so, ne, ich weiß ja nicht, aber ich wollte es auf jeden Fall mal loswerden. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier in die Gilde rein, aber hier gibt es halt nicht viel zu sehen. Ich bin auf 50 von 50, immer noch der Letzte, aber da hat sich jetzt auch nicht viel verändert. Wie gesagt, also das Einzige, was mich auf den Server eigentlich hält, ist nicht wirklich die Klasse, sondern einfach diese coole Gilde, die hier drin ist, so, ne? Mit, ja, übergehend mit von Davalon zu Hanrizel, zu Dreamscape, der hier drin ist. Ja, dann haben wir den Paul Terra. Ist der noch irgendwo hier mit bei? Ich weiß es gar nicht. Ist der Paul Terra hier eigentlich noch drin? Keine Ahnung. Ja, ich sehe ihn gerade jetzt gar nicht. Kann auch schon sein, dass sie die Gilde verlassen. Ne, da ist er. Hier, da ist er. Paul Terra. Genau. Ja, also das ist halt ziemlich cool, muss ich sagen. Und dann natürlich noch viele weitere, die man auch aus der Community kennt hier. Das ist eine Gilde, die macht Spaß. Ja, aber das ist auch somit fast das Einzige, was mich hier wirklich so hält, die Klasse weiterzuspielen. Meine Meinung, wie gesagt, gebt mir einen Late-Game-Dämonenjäger, ich würde ihn zocken auf jeden Fall, aber jetzt den hochzuballern habe ich nicht wirklich sehr viel Lust dran, aber es ist halt das Gesamtpaket durch die Gilde und der Server macht halt auch Spaß, so, ne? Und ja, so eine Gilde kriegt man halt auch selten wieder zusammen, wo so viele Leute dabei sind, die man halt kennt und die man mag. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann zu diesem Server, zu der Klasse. Wir können uns nochmal ganz kurz anschauen, wie es hier so international aussieht. Frankreich immer noch letzter. Dann haben wir den Binjo Peter hier in Ungarn, Pole, Tscheche, und der Acclamato hat sich hier vor dem Platz von den Tschechen hier geballert. Der Acclamato, ja, Grüße gehen raus hier. Scheint ziemlich gut unterwegs zu sein. Natürlich mit dem Berserker. Gucken wir uns den Kampf mal an. Oder skippen wir, ja. Also ziemlich, der deutsche Server scheint hier tatsächlich das Oberwasser zu gewinnen. Acclamator kämpft ja auch schon gegen den nächsten? Nee, noch nicht. Okay, gut, ja. Aber das ist auch noch so eine interessante Sache hier an dem Server, die ich auch noch weiter verfolgen möchte, ganz gerne. Und deswegen werden wir mal ab und zu immer auf dem Server hier weiterschauen. Ich werde den Account auf 300 Alu
50er Mount erstmal weiterspielen, aber viel mehr werde ich hier nicht machen. So, und ja, das ist eigentlich alles, was ich zu der Klasse und zu dem Server zu sagen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.